Diese Struktur entsteht fast von ganz allein. Schau dir im Video an, wie einfach du das herstellen kannst. Dieses Mal geht es um ein kleines Format, 24 x 30 cm. Und du brauchst für diese Struktur handelsübliches Gesso. Ich habe hier weißes Gesso, nehme das mit dem Spachtel aus dem Eimer und streiche einfach erstmal eine Grundschicht auf diese Leinwand. Diese Schicht muss nicht besonders glatt sein, aber es sollten auch keine dicken Spachtelstriche zu sehen sein. Die Strukturen entstehen jetzt, indem du den Spachtel in dem Gesso abdrückst und langsam hochnimmst. Der Spachtel ist ganz waagerecht und das Gesso klebt so ein bisschen unter dem Spachtel und bildet jetzt beim Hochheben automatisch diese Adern. Schau dir an, wie du es verteilst. Wichtig finde ich, dass man zum Schluss nochmal an den Rändern so ein bisschen das Gesso verstreicht, dass es sich also dann in den Hintergrund hineinschmiegt. Das mache ich jetzt gerade hier, sodass also diese Adern nicht wirklich stehen bleiben am Rand und dass man auch nicht erkennt, dass das der Abdruck vom Spachtel ist. Hier siehst du nochmal, wie schön sich diese Strukturen, diese Adern aus dem Untergrund herausheben. Und nun braucht es einen Trick, um diese Strukturen sichtbar zu machen, und das geht mit einem Pigment, was wir in diese Struktur hineinpusten. Das Pigment heißt spanischer Hämatit. Du findest den Kauflink im Begleitheft. Ich habe dir das hier oben verlinkt. Und ich gebe das Pigment jetzt hier auf einen Japan-Spachtel, vorne auf die Kante. Du kannst das hier sehen. Und setze den Spachtel jetzt ganz tief an und puste von der Seite auf diese Struktur. Und dieses graue Pigment legt sich also von der Seite an diesen Adern an. Und die ganze Struktur wird also deutlicher sichtbar und wird nochmal betont durch dieses Pigment. Das ist nach 2 Tagen trocken und das Gesso hat das Pigment eingebunden. Du siehst hier, da färbt nichts mehr ab. Es ist also vorbereitet, um einfach weiterzuarbeiten. Ich muss nicht befürchten, dass das Pigment abfärbt. Und es geht auch mit einem Pigment weiter, und zwar in Pink. Das wird jetzt zunächst mit Wasser angerührt. So sehe ich, ob das Pigment sich gut auflöst. Wie man mit Pigmenten arbeitet, wenn du es etwas genauer wissen willst, siehst du hier oben in dem verlinkten Video. Und zu diesem aufgelösten Pigment muss dann natürlich ein Binder, und das ist bei mir jetzt Acryldispersion. Davon gibst du ungefähr die gleiche Menge, wie du schon auf dem Teller hast, hinzu. Und dann wird das Ganze gut verrührt und du kannst mit dem Auftrag starten.
Die Farbe soll gut verlaufen auf dem Untergrund und deshalb sprühe ich jetzt die ganze Leinwand einmal ein und dann trägst du die Farben auf, wie es dir gefällt. Das ist nicht flächendeckend, sondern in kleineren Bereichen. Da es hier tatsächlich nicht ums Malen geht, nutze ich einfach den Spachtel und lasse die Farbe einfließen und das wird gleich noch ein bisschen mit Wasser versprüht und dann ergibt sich automatisch ein ganz schönes Bild. Mit Küchenkrepp tupfe ich dann das zu viel an Flüssigkeit, an Feuchtigkeit und an Farbe weg. Das ist im Grunde jetzt deinem persönlichen Geschmack überlassen, wie viel Farbe du stehen lässt. Und so sieht es nach einem Tag aus, wenn alles gut getrocknet ist. Und dann kann es jetzt mit dem zweiten Farbauftrag weitergehen. Der erfolgt genauso wie der erste Farbauftrag. Ich habe jetzt ein dunkles Lila dazu genommen. Das ist ein ganz schöner Farbton. Ich verlinke dir auch hier nochmal das Begleitheft. Da findest du alle Links, Materiallinks zu diesen gebrauchten Pigmenten. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Das braucht auch noch mal einen Tag zum Trocknen und dann ist die farbliche Gestaltung deines Werkes schon abgeschlossen. Zum Abschluss wird das natürlich lackiert. Ich nehme hier einen matten Lack, gebe das direkt auf den Untergrund, gehe auch noch einmal über die Ränder, das wird großzügig verteilt und nach einer halben Stunde ist das getrocknet. Und ich habe dann tatsächlich noch in meinem Fundus einen schönen Rahmen gefunden, der genau dazu passt, der genau diesen gräulichen Farbton aufnimmt. Und das ist natürlich dann eine wunderbare Ergänzung. Vielleicht hast du auch das Glück, so etwas zu finden. Und dann ist dein Werk fertig und darf an die Wand.